Du bist unzufrieden mit deiner Leistung in Warzone bzw. Wiederauferstehung, schaffst nicht genug Kills, maximal 3 bis 5 Kills, möchtest aber regelmäßig mehr Kills erzielen, dann ist das perfekte Video für dich. Viel Spaß! Freunde, ich habe es geschafft. Ich habe wieder eine solide Runde mit vielen Kills erspielt und diesmal im Team mit meinen Mates. Nice. Ich möchte euch heute anhand meines Gameplays zeigen, wie auch ihr regelmäßig mehr Kills in Warzone bzw. Wiederauferstehung erzielen könnt. Sei noch mal eine Sache gesagt, bitte lasst euch nicht von der Anzahl der Kills von meinem Video beeinflussen und auch nicht von denen der anderen Pros bzw. YouTubern. Wichtig ist, setzt euch eigene Ziele, die für euch realistisch und erreichbar sind. Nur so habt ihr Erfolgserlebnisse und Spaß am Spiel. Okay, let's go. Freunde, wir gehen rein und diesmal nicht allein, sondern im Team. Wenn ihr auch mal mit mir zocken bzw. mit uns zocken wollt, dann kommt jetzt gerne in den Discord-Channel, der unten verlinkt ist. Hier gibt es übrigens auch kostenlose 1:1 Coachings, also es lohnt sich. Wir legen los. Wir schauen sofort oben rechts hin, was für eine Starterwaffe wir haben, sobald wir aus dem Flugzeug oder Hubschrauber springen. Wir markieren uns, wo wir hinwollen. 380 Meter ist der optimale Punkt, um abzuspringen, circa. Wir sehen hier, wir haben die Strider 22. Es ist eine Pistole, womit ich ganz gerne am Anfang spiele. Es gibt Pistols, die schießen so langsam. Auf keinen Fall schieße ich damit gerne. Das ist für mich tatsächlich schon immer entscheidend, ob ich direkt ins Geschehnis gehe oder kurz abseits gehe. Wir landen gerne, sowohl als Solo als auch im Team, immer am selben Spot, damit man die Lootboxen kennt und sich gut auskennt. Ich ziehe immer ganz kurz den Fallschirm, um einen Überblick zu kriegen. Ich kann jetzt hier gut sehen, hier sind 2 Gegner vor mir. Wir sind nicht ganz allein. Konnte ich meinen Mates in dem Moment direkt ansagen. Die 2 sind aber direkt gepusht, um einer der ersten zu sein. Was ich auch hier immer empfehle, ich lande nicht ganz oben, ich lande auf dem Plateau eine Ebene weiter unten und natürlich den Fallschirm so spät wie möglich ziehen und auf einer Kante landen. Rule Number 1 habe ich schon oft erklärt, ganz wichtig. Und hier lande ich auf diesem Plateau. Das hat den Vorteil, auch im Solo, dass ich meistens, hier sind 1 bis 2 Kisten. Da ist auch noch eine. Ich habe direkt eine Waffe, kann hochgehen und direkt ins Geschehnis mit voller Plattenausrüstung und vollen Waffen. Ich sehe, dass meine Mates hier fighten und ich versuche jetzt nur zu unterstützen. Und wir sehen hier auch direkt, mein aktives Aim funktioniert überhaupt nicht. Aber so ist das manchmal am Anfang eines Tages oder am Anfang einer Runde. Ich hatte hier auch kein Warm-up. Ich empfehle ja auch immer ein Warm-up zu machen. Wenn ihr da mehr darüber wissen wollt, auf meinem Kanal findet ihr dazu, wie man besser in Shootern wird, unter der Playlist Videos, wie man das aktive Aim, passive Aim und auch Crosshair-Disziplin verbessern kann. Weiterer Tipp, den ich empfehle, landet als Team entweder zusammen und geschlossen, wie wir das hier machen, oder landet auch getrennt voneinander, weil ihr wisst, wenn man in Wiederauferstehung das ganze Team down geht, dann ist die Runde vorbei. Wenn aber einer von den, in dem Fall 3, überlebt, dann kann der sich zurückziehen, bis 1 oder 2 wieder da sind. Also, ne, wenn man weiter auseinander geht, landet und einer ist down, ja, dann kann der andere sich halt einfach defensiv spielen in der Zeit, ja, und zurückziehen. Wenn man aber geschlossen ist, dann kann man auch immer zu dritt auf die Leute draufgehen, wie wir das jetzt hier machen. Auch hier habt ihr gesehen, er hat ja ein Wiederbelebungskit am Anfang. Das wissen viele auch nicht oder viele Anfänger. Man hat ein Wiederbelebungskit beim ersten Leben sozusagen. Und ich habe ihn aber gefinisht, wenn man so will, beim Wiederbeleben. Das hat zur Folge, dass er sein Wiederbelebungskit halt behält. Ne? Das heißt, er fängt an, sich selber wiederzubeleben bis kurz vor knapp. Dann hört er auf, dann komme ich und finish ihn. Dann sagen wir auch immer, finish mich mal bitte. Ne? Das hat halt den Vorteil, dass er das Kit dann weiterhin behält. Jetzt haben wir hier den First Fight gewonnen, sind hier im High Ground, hören hier Shots um uns herum, haben uns einigermaßen ausgerüstet. Ich kann hier einen weiteren Kill holen, wir haben aber noch nicht genug Geld. Normalerweise sprechen wir uns da ganz gut ab, in der Runde allerdings nicht so gut. Aber wenn man da genug Geld hat, kann man natürlich zum nächsten Einkaufswagen gehen und sich ein Lodi kaufen. Und das ist natürlich auch ein Tipp. Landet oder sucht euch Spots, wo ihr immer landet. Wir haben so 2, 3, je nachdem wie das Flugzeug fliegt. Wo auch immer ein Shop in der Nähe ist, damit ihr dann entsprechend auch euer Lodi relativ schnell kaufen könnt. Weil auch das gibt euch jetzt endlich wieder einen Vorteil, wenn man ja auch früh seine eigenen Waffen hat und vor allem auch seine Perks hat, ist ja klar. So, jetzt haben wir ja, sind wir hier ein bisschen unorientiert, bleiben aber schön zusammen. Und das Zusammenbleiben ist halt auch, also es sollte einen Ingame-Leader geben, also der die Ansagen macht. Und die anderen Spieler des Teams sollten dem auch etwas folgen, auch wenn er nicht unbedingt sofort Ansagen macht, sondern die Aufgabe von denen ist es auch immer, am Radar zu schauen, was abgeht und wo der ist und dem auch mitgehen.
Wobei der Ingame-Leader auch ansagen sollte, wie hier, wir haben ihn gehört, ich habe angesagt, komm, wir gehen hoch, wir überrennen den zu zweit, soweit ich das interpretiere, ist das nur einer. Man sieht ja immer, auch der nächste Tipp, extrem wichtig, das gebe ich hier, sage ich ja immer, ihr müsst lernen, regelmäßig aufs Radar zu gucken. Ihr seht das vielleicht auch gerade, ich gucke als Zuschauer ja auch ständig da drauf. Wir haben den gefinisht oder gekillt, oder jetzt, wir killen den, oder ich kill den. Jetzt. Und jetzt wird oben links angezeigt, wo die anderen zwei sind. Ja? Das heißt, die sind auch hier in unserer Umgebung, in der Nähe von Fabian. Übrigens, hier mal an Fabian, Shit Happens, er hat auch einen Kanal, YouTube-Kanal, checkt den mal gerne aus. Auch hier, ich finish ihn, ja, damit er sein Wiederbelebungskit wieder behalten kann. Jetzt ist er wieder down gegangen, er belebt sich selber, bis kurz vor knapp und ich mache den Rest, finish ihn, er hat sein Wiederbelebungskit noch. Jetzt haben wir schon die Ausrüstung, wir haben eigentlich mittlerweile genug Geld, also ja, Money Management, sage ich mal, ist hier nicht optimal. Vor allem wir jetzt auch mal Drohnen kaufen könnten so langsam, sind aber hier noch ein bisschen mit uns beschäftigt, wobei ja auch relativ viel um uns herum ja noch passiert. Den kann ich da schön aus der Luft holen. Übrigens, wenn ja jemand wieder aufersteht, hat er kein Wiederbelebungskit. Das heißt, ich kriege jetzt den Kill, weil ich ja auch weiß, ich muss den nicht finishen, er hat ja kein Wiederbelebungskit. Da muss man also auch nicht immer unbedingt die Gegner finishen. Auch im Team, wenn ihr jemanden knockt, sage ich ja sowieso, vielleicht nicht unbedingt den Gegner immer zuerst finishen, sondern erst immer wieder einen Überblick verschaffen. Informationen gewinnen ist man safe, um die Zeit zu opfern, um den Gegner zu finishen. Auch hier haben wir schön gesehen, wie mein Mate den Gegner markiert hat. Nächster Tipp. Nicht nur im Team, auch im Solo hilft das. Wenn ihr den Gegner markiert, habt ihr diese Raute über dessen Kopf ein paar Sekunden lang. Und dann hat es auch den Vorteil, dass ihr ein Stück weit noch seht, wo er hinrennt. Hier nächste Situation. Und die ging mir die ganze Zeit schon auf die Nerven vom Gegenüber. Und ich habe ihn jetzt gefinisht, den einen, habe meinen Mates auch gesagt, ich habe den einen gefinisht, ich push jetzt. Und das, ich war in dem Falle der Ingame-Leader. Da müssen die anderen auch dann blind folgen. Da gibt es dann eigentlich nicht so, da sollte man zumindest nicht diskutieren. Weil das hindert das dann nur, ne? Es sei denn, man ist sich als Spieler extrem sicher, dass es sehr falsch ist zu pushen. Aber das machen die ja auch hier super. Ich habe gesagt, ich push die, ich habe die zwei Leute geholt. Die sind mitgepusht, wir haben das Team geholt. Alles gut. Das ist halt wichtig. Jetzt also pushen, was heißt pushen? Ihr müsst ja nicht mitpushen wie Fabian, der ist halt oben geblieben, aber er konnte mich auch unterstützen. Es war ja nicht so weit weg. Jetzt ist einer von uns down gegangen. Er sagt uns natürlich an, das ist auch sehr wichtig im Team. Sagt euren Mates, bevor ihr euch aufregt, am besten immer an, wo ist was passiert, wo sind die Gegner. Und nicht aufregen direkt, das bringt wieder Unruhe ins Team. Da muss man so eine eigene Disziplin für entwickeln, aber das kriegt man ganz gut hin, wenn man sich darauf konzentriert. Jetzt kommt Marco in 2 Sekunden wieder. Wir spielen ein Stück weit defensiver auch in der Zeit, versuchen uns ein bisschen neu zu sortieren und haben uns in dem Moment auch abgesprochen, komm, lass uns mal an unserem Lodi treffen. Jetzt höre ich hier jemanden, der hat sich hier noch versteckt. Ich kann zum Glück den Zweikampf gewinnen, selbst wenn nicht, wären meine Mates da gewesen. Auf dem Radar sehe ich, dass seine Mates relativ weit entfernt sind. Jetzt haben wir unseren Lodi und haben ziemlich viel Geld. Und auch das, Money Management, wir sollten jetzt mal so langsam eigentlich unser Geld irgendwie auch nutzen. Und ja, was damit machen? Also Drohnen kaufen, Rezis kaufen, ja, und so weiter. Wir sind jetzt in der zweiten Zone erst, also es ist immer noch das Early Game. Und deswegen für alle Einsteiger unter euch, sowohl im Solo als auch im Team, wenn ihr ja lernen wollt, dazu lernen wollt, ist es halt unter anderem extrem wichtig, Erfahrung zu sammeln. Das Schöne an Wiederauferstehung ist, dass ihr bis zur 3. Zone, ab der 4. Zone ist die Wiederauferstehung geschlossen, ja, wiederkommt, also bis zum Ende der 3. Zone. Und ihr fliegt also nicht aus der Runde raus, wie beim Battle Royale. Habt den Gulag, den verliert ihr vielleicht, seid ihr raus, gewinnt den, seid noch drin, aber beim nächsten Mal dann raus. Es sei denn, ihr habt einen Gulag-Token. Aber ihr wisst, was ich meine. Also, möglichst viele Konfrontationen suchen im Early Game. Aber jetzt nicht blind drauf losrennen, sondern immer taktisch spielen. Informationen, Planung, Umsetzung ist ja auch, was ich immer sage. Ihr findet keinen Pro, der blind irgendwo reinpusht. Nur mit der richtigen Information. Er weiß, wo die Gegner sind. Er weiß ganz genau, was er macht. Man überlässt nichts dem Zufall. Das macht kein Profi in irgendeiner Sportart im Leben.
Ja, nur wenn er die Information hat. So wie wir jetzt hier auch pushen. Wir hatten die Information, dass hier ein Team ist. Also es war uns durchaus bewusst. Und haben uns dazu entschieden, den Plan umzusetzen. Und jetzt gehe ich auch hin und sage auch zu meinen Mates hier, nutzt mal bitte euer Geld, kauft euch Drohnen, Prezi, was auch immer. Am besten kauft einer viele, oder zwei kaufen Drohnen, einer ein Prezi. Oder, ja, wie auch immer. Hauptsache man nutzt das Geld. Guckt, dass ihr eine Gasmaske habt. Guckt, dass ihr ein Wiederbelebungskit habt. Solche Sachen. Und ich habe mich jetzt dazu entschieden, Advanced UAV zu machen, weil wir hatten ja auch Schlussverkauf. Hat also nur die Hälfte gekostet. Und ich habe noch eine Drohne mitgenommen. Ja, ich habe meine taktische Ausrüstung voll. Ich habe eine Gasmaske. Ein Wiederbelebungskit müsste ich ja noch haben, weil ich noch nicht down gegangen bin. Somit bin ich voll ausgerüstet. Meine Mates haben, zumindest Fabian hat noch relativ viel Geld. Er hätte hier in dem Fall auf jeden Fall auch was kaufen sollen. Vielleicht hat er aber auch was gekauft, das kann ich jetzt gerade nicht sagen. So, wir sehen das Team über den Advanced UAV hier. Jetzt pusht Fabian rein und ich muss mich oder entscheide mich dann dazu, ihm zu helfen. Weil auch in dem Moment Marco wiedergekommen ist. Das heißt, wenn wir den Fight verloren hätten, hätte er woanders landen können. Und wir wären wiedergekommen, da wir ja noch in der Wiederauferstehung sind. Aber nicht mehr lange. Das heißt, es geht jetzt gleich zu Ende. Und ab jetzt sollte man auch einen Schalter im Kopf umschalten als Team. Und auch nochmal ansagen, hey Jungs, die Wiederauferstehung ist jetzt beendet. Wir sollten jetzt gucken, dass wir ein bisschen taktischer spielen. Was heißt das? Taktischer spielen. Frühzeitig rotieren. In die Mitte einer Zone. Spätestens jetzt dafür sorgen, dass man Drohnen, Gasmaske, Wiederbelebungskit und so weiter hat. Dass man sein Geld genutzt hat. Wir haben hier eine ganz gute Position. Wir haben das Team gekillt. Wir haben eine Drohne, die ich gerade gezogen habe. Wir sehen jetzt, wo die Gegner sind. Gegenüber ist einer. Den können wir jetzt überrennen, mehr oder weniger. Auf den werde ich mich jetzt auch kümmern. Die zwei haben da gerade irgendwas anderes im Fokus. Ich sage jetzt auch an, hier ist einer. Ich werde den jetzt mal alleine pushen. Die wissen Bescheid. Ich habe den aber auch schon so eingeschätzt, dass der für mich relativ einfach zu holen ist. Das hat sich hier bestätigt. Ja, und jetzt geht es halt darum, Wiederauferstehung, wie gesagt, ist beendet und die Powerposition zu finden. Und die ist hier im Moment ganz gut. Im Optimum ist es natürlich eine Position mittig in der Zone mit Deckung, beziehungsweise im Highground. Ne? Wir alle wissen, als erfahrene Shooter-Spieler, Highground ist immer ein Vorteil. Die zwei kämpfen da jetzt. Deswegen hatte auch eben Fokus da. Marco ist down. Ich versuche jetzt Fabian hier zu unterstützen. Konnte ich machen, push aber nicht. Manchmal muss man auch nicht pushen. Und ich werde jetzt noch vom Sniper oben beschossen, was natürlich unangenehm ist. Und ich bleibe immer in Bewegung, wie ihr sehen könnt. Ein Tipp, goldener Tipp von Call of Duty. Immer in Bewegung bleiben, wegrennen, plattieren. Absolute Basics. Ihr seht das. Ich laufe weg, plattiere. Es gibt natürlich Situationen, wo man nicht in Bewegung bleiben muss. Klar. Jetzt müssten wir eigentlich Marco wieder kaufen. Wir haben da oben längs einen Shop. Aber wir haben hier noch zu sehr zu tun, sind noch zu sehr mit uns selbst beschäftigt. Das ist halt mit ein Grund, warum wir ihn dann nicht gekauft haben. Aber auch als jemand, der down ist, also nächster Tipp, wenn ein Mate down ist, in dem Fall dann Marco, könnt ihr ja immer noch eure Teams unterstützen. So, jetzt sind beide down und das passiert jetzt auch, das machen die auch gleich. Die sagen mir, hier, so und so viele Leben noch, du hast auch noch Stims, denk dran. Die sagen mir an, Sachen, kurz und knapp wichtige Informationen geben die mir. Ja. So, ich kann hier ganz gut moven, das sind zwei Leute, deswegen habe ich da versucht, die auszumoven, den einen konnte ich holen. Jetzt laufe ich natürlich sofort weg, der war ja oben auf Highground auf dem Haus. Ich habe ihn beschossen, er hat mich gesehen. Er hat noch eine Nade geworfen. Ich habe die Situation genutzt, um sofort wegzukommen, weil wenn er jetzt nochmal piekt, dann ist er total im Vorteil. Jetzt piekt er nochmal, ich bin aber nicht mehr da. Auch hier, ich bewege mich ständig, ich versuche mir einen Überblick zu verschaffen. Ich will nicht gepusht werden, ich will nicht in den Rücken gepusht werden. Das ist jetzt sehr stressig, deswegen gucke ich die ganze Zeit nach hinten, ob hier noch einer ist. Ist keiner. Kann jetzt hier gleich etwas zur Ruhe kommen. So, auch spätestens jetzt können mir meine Mates halt auch eigentlich dann immer ansagen. Oder wenn ihr down seid, sagt ihr an, hier, über dir. Ja, weiß ich, aber hier ist Leben noch 4 gegnerische Teams. Noch 7 gegnerische Spieler, mit dir sind es ja 8. Ich habe 16 Kills in dem Moment. Und jetzt kommt der sogenannte Pace-Wechsel. Es gibt auch Situationen, wo man langsam spielen sollte und ruhig spielen sollte, um einfach auch mal zu hören, weil jetzt höre ich ja, einer ist über mir.
Und ich gucke jetzt, was er macht. Warum ich hier geschossen habe, da hatte ich irgendwie einen Krampf im Finger. Das passiert mir schon mal. Gerade in Tarkov ist mir das immer passiert früher. Das war sehr doof. Da kann mein Mate auch ein Lied drüber singen. So, er war zu ungeduldig. Ich hatte ja eine Gasmaske, ich hatte Zeit. Kann ihn einfach in den Rücken schießen. So, jetzt leben noch 6 Leute. Ne? Jetzt kam wieder die Ansage, oder sollte die Ansage der Mates kommen. Jetzt sind es noch 6. Du hast eine gute Position. So. Ne? Ich bin hier im High Ground. Ich habe hier die beste Power-Position. Ich bin im High Ground, ich bin mittig in der Zone. Hinter mir ist keiner. Also die müssen jetzt gleich moven und ich habe hier die Mauer als Deckung. So, also wirklich gute Situation. Jetzt noch 3. Ist hier noch 2. Also ein 1 gegen 2. Spätestens jetzt muss kommen. Hier, Aimfuchs. Es ist ein 1 gegen 2. Ne? Ja, alles klar. So, jetzt weiß ich, wo einer ist. Der ist da oben. Jetzt springt er runter. Jetzt weiß ich, wo der ist. Er ist unter mir. So, jetzt fehlt nur noch der eine. Deswegen bin ich hier ein bisschen vorsichtig. So, da ist er hinterm Auto. Kann ihn aber nicht holen. Hör ihn husten. Den anderen, habt ihr das gehört? Dieses Hustengeräusch. Deswegen weiß ich, der ist außerhalb der Zone. Deswegen lade ich jetzt nach und halt Ausschau nach dem. Sehe ihn, kann ihn holen. Jetzt weiß ich, wo der Letzte ist. Er hat jetzt die Position ganz geschickt gewechselt, aber ich kann ihn holen und die Runde gewinnen. 20 Kills, Freunde. Das ist auf jeden Fall eine gute Runde für mich gewesen. 20 Kills mache ich auch nicht alle Tage, aber über 10 Kills passiert schon häufig oder auch über 15 Kills. Und ich hoffe, die Tipps geben oder helfen euch auch weiter im Team besser zu werden und auch mehr Kills zu erzielen. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst gerne ein Abo und ein Like und einen Kommentar da und kommt in unseren Discord-Channel, da helfen wir euch gerne weiter. Und für die Einsteiger unter euch in Warzone habe ich hier einen sehr guten Einsteiger-Guide für euch gemacht. Viel Spaß, bis zum nächsten Video, ciao mit V.